Letzte Woche war das Made on YouTube Event. Wir haben natürlich über die Ankündigungen im Q&A-Stream schon gesprochen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, gerne reinschauen. Es gibt allerdings noch eine Neuerung dazu. Ich bekomme als Produktexperte Pre-Brief-Informationen. Das heißt, Informationen, die ich vorab zu diesem Event bekomme, können sich natürlich noch ändern. Und das war tatsächlich hier der Fall. Denn die Hype-Funktion, die eigentlich als kostenlose Aktion für Zuschauer geplant war, um Videos in eine Rangliste zu bringen, sollte 3-mal pro Woche einsetzbar sein. Soweit, so gut. Ne? Aber YouTube hat sich jetzt die Möglichkeit offen gehalten, dass Zuschauer sich weitere Hypes kaufen können und Hypes dann praktisch auch einen monetären Wert für entsprechende Creator hätten, die gehypt werden. Kann man jetzt so oder so sehen, ne? Wenn ich einen Creator unterstützen möchte, dann kann ich das natürlich auch über einen Superthank tun oder über eine andere Möglichkeit, Superchats oder meinetwegen auch einen Supersticker, wer auch immer die benutzt. Ne? Also das ist halt, das macht aus einer okayen Funktion, weil sie kostenlos für alle ist und weil sie halt begrenzt verfügbar ist, eine Pay-to-Win-Funktion, meiner Meinung nach, wenn ich einfach Geld da reinschmeißen kann, dass, ich sag's mal, im Zweifelsfall mich 50.000 Leute hypen und ich dann halt ganz oben in dieser Playlist stehe, beziehungsweise in dieser Rangliste. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ihr könnt mir gerne mal eure Gedanken dazu in den Kommentaren lassen. Kommen wir zu unserem Spaßthema, Steuern bzw. Steuerformulare. Ne? Für die YouTube-Partner unter uns, die bereits seit 2021 dabei sind, die kennen das bereits, das sogenannte W8BEN-Formular, beziehungsweise für juristische Personen ist es das W8BENE-Formular. Sind US-Steuerformulare, die man in Deutschland ausfüllen muss. So, ich kann jetzt erstmal nur für Deutschland reden und ich kann mir auch nicht eure Fälle angucken. Das heißt, ich bin kein Steuerberater. Ich darf euch da auch nicht bei helfen. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist. Gut. Also, natürliche Personen W8BEN, juristische Personen W8BENE. Ja, diese laufen nach einer gewissen Zeit ab und der erste Schwung Creator, die 2021 ausgefüllt haben, müssen jetzt zum 10. Dezember 2024 den ganzen Bums neu einreichen. Macht euren Papierkram! Kurze Zusammenfassung. Es gibt ein Steuerabkommen mit den USA und es gibt ein Steuerabkommen mit Irland. Das sind sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn ihr in Deutschland Steuern zahlt, müsst ihr in den anderen Staaten keine Steuern zahlen. Informationen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ne? Bitte schaut, wenn ihr jetzt in Österreich oder in der Schweiz lebt, da wird es sicherlich auch Abkommen geben. Da habe ich aber keine Ahnung von. Fragt bitte euren Steuerberater, beziehungsweise das generell fragt euren Steuerberater bei solchen Themen. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich möchte das alles selber rausfinden und brauche keinen Steuerberater und weiß alles besser, dann habe ich euch unten natürlich auch noch weiteres Informationsmaterial bereitgestellt, bei dem ihr nachschauen könnt, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Gut. Wichtig, ihr müsst eine Ansässigkeitsbescheinigung mitschicken. Bei natürlichen Personen reicht es aus, wenn das eine Kopie des Personalausweises ist, wo hinten eure Adresse draufsteht. Das heißt, wenn ihr in Deutschland seid und ihr schreibt in dieses Formular, dass ihr in Deutschland seid und hier Bürger seid und hier eure Steuern zahlt, dann müsst ihr natürlich auch nachweisen können, dass ihr hier wohnt. In der Regel, wenn das auf dem Personalausweis steht, hier, das ist meine Adresse, Abfahrt, gut, easy going. Bei juristischen Personen ist das nicht so einfach, weil eine juristische Person, eine GmbH oder eine UG, hat ja keinen Personalausweis. Das heißt, da müsst ihr dann ein sogenanntes Formular für eine Ansässigkeitsbescheinigung für Doppelbesteuerungsabkommen ausfüllen. Das ist das Formular 034450. Das bekommt ihr im Formularmanagementsystem FMS der Bundesfinanzverwaltung und müsst das bei eurem lokalen Finanzamt einreichen. Das ist aber gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Das hat eher Asterix und Obelix Charakter, das Ganze, denn ihr müsst nämlich erstmal auf diese Website gehen, habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Dann geht ihr auf Unternehmen, Doppelbesteuerung, Ansässigkeitserklärung oder Ansässigkeitsbescheinigungsformular und da könnt ihr dann letztendlich euren Kram ausfüllen. Wichtig, ihr möchtet vielleicht denken, dass das nur eine Seite ist. Aber es handelt sich hierbei um ein Tool der Regierung und entsprechend doof gestaltet ist es, sodass ihr oben auf Seite 2 manuell klicken müsst, damit ihr die zweite Seite davon seht. Bitte füllt beide Seiten aus, sonst wird euch diese Ansässigkeitsbescheinigung nicht gegeben. Okay? Gut. Ich möchte ausnahmsweise keine Fragen zu diesem Thema unter dem Video haben, weil ich darf sie sowieso nicht beantworten. Fragt bitte eure Steuerberater und wenn ihr immer noch so arrogant seid und meint, ihr braucht keinen Steuerberater, um das auszufüllen, macht eure eigene Recherche. Bitte. Ah, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Sehr richtig. Eine Formalität verwaltungstechnischer Art. Zu guter Letzt,
um das ganze Thema noch ein bisschen mit so ein bisschen positiver Energie wieder rauszuholen. Es gibt eine interessante Wende bei Community-Richtlinienverstößen. So, normalerweise ist es so, dass Videos, die eine Altersbeschränkung haben oder die entfernt wurden, da kann man dann halt einen Appeal, einen Einspruch machen, um die Entscheidung von YouTube anzufechten. Jetzt wird es aktuell einen Test, oder gibt es aktuell einen Test, bei dem Creatoren erlaubt wird, Teile ihrer Videos, die Altersbeschränkung oder das komplette Entfernen der Inhalte zur Folge hätten, mit dem YouTube Studio Editor anzupassen. Das heißt, ihr könnt Sachen rausschneiden oder blurren oder Dinge, die halt nötig sind. Gut, das ganze Prozedere ist als Alternative zum Einspruch gedacht. Das heißt, wenn ihr da irgendwas drin rumeditiert, gebt ihr praktisch diesen Verstoß auch automatisch zu. Ist ja irgendwo logisch. Ne? Bitte habt das im Sinn, wenn ihr bearbeitet, könnt ihr keinen Einspruch mehr machen. Zumindest in der aktuellen Version des Experiments. Das ist wichtig, habt das bitte im Kopf und im Optimalfall habt ihr überhaupt gar keine Community-Richtlinienverstöße. Okay? Das ist ja wohl hier die Höhe. Ihr seid ordentliche Creator. Gut. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt zu allen Themen rund um YouTube, nicht um Steuern, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und wir sehen uns nächste Woche wieder zu weiteren YouTube-Updates.